Okay, einen schönen guten Morgen aus Beuerberg am Simsee in Oberbayern. Wir machen hier wieder einen neuen Film heute Morgen bei schönstem Sommerwetter und zwar mit einer wirklichen Rarität. Eine Rarität deshalb, das könnt ihr hier schon mal erkennen, das ist nämlich ein BMW 328 aus dem Baujahr 1938. Und das Tolle an diesem Auto ist, sind ja 450 Autos ungefähr original gebaut worden, aber es sind sehr viele umgebaut worden. Dann gibt es plötzlich von einer Fahrgestell Nummer 3 und diese ganzen Dinge. Also einen wirklich echten, originalen 328er BMW zu bekommen, ist sehr, sehr selten. Und genau das haben wir hier stehen. Das Auto hier mit seinen 80 PS und 2 Litern Hubraum ist ein wirklich echtes Auto. Den Wagen hat gekauft 1952 ein amerikanischer Soldat bei einem Simca-Händler in Frankfurt. Da gibt es Bilder. Das ist absolut fantastisch. Und dann hat er ihn 10 Jahre besessen und danach ist der Wagen weitergegangen, also er hat ihn mitgenommen nach Amerika und dann ist der Wagen weitergegangen an einen weiteren Amerikaner, der sich ebenfalls die Mühe gemacht hat, diesen Wagen 40 Jahre lang zu dokumentieren. Er hat den nämlich so lange besessen und ist damit über 10 Rennen mitgefahren. Also das Auto ist nicht nur große Rennen mitgefahren, hat auch gewonnen. Das kann man alles belegen, fotodokumentiert, sondern die haben hier, und das zeige ich euch gleich mal, eine total irre Akte, wo jede Reparaturrechnung seit 1952 drin ist, wo man alles hat machen lassen, wo man bei den ganzen Clubs unterwegs war. Das Auto ist absolut bekannt. Zum Schluss ist der Wagen dann in Japan gewesen, ist dann 2007 nach Europa gekommen, nach Deutschland, seitdem in diesem Besitz und ist auch hier in einem top gepflegten, aber originalen Zustand. Das Auto hat die Karosserienummern, die hier dran gehören. Das Auto hat den Originalrahmen mit der Originalnummer. Er hat nur irgendwann mal vor 30, 40 Jahren ist die Maschine kaputt gegangen. Da hat man dann einen Ersatz BMW 328 Motor reingenommen. Die Maschinen, die haben halt eben nun mal nicht 80 Jahre lang gehalten. Aber bis auf den Motor, das ist aber auch ein richtiger 328 Motor, sind Karosserie, Body und Rahmen absolut authentisch. Und ich habe mich jetzt hier mal hingesetzt, mir das ein bisschen gemütlich gemacht heute Morgen, weil das ist eine dicke Akte und das möchte ich euch ganz gerne mal zeigen, bevor wir ihn gleich fahren. Also Auto ist bekannt bei BMW, das könnt ihr hier vorne sehen. Ich habe das jetzt alles durchgelesen, aber es hat sich hier übrigens Auslieferungsdaten, Auto ist mal zu Henne gegangen, nach München. Das war damals ein Hauptverteiler für BMW und Mercedes, eine Niederlassung. Da ist der Wagen ausgeliefert worden, eine deutsche Auslieferung. War ja ein absolut sensationelles Auto, der war leicht, der war schnell, der wiegt ja hier keine 800 Kilo, der Wagen, fährt fast 160, die haben viele Rennen gewonnen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, was wichtig ist, unser Auto ist 3-mal die Mille Miglia mitgefahren. Da sind ja mittlerweile die Regularien sehr, sehr schlimm und sehr, sehr streng sind so vor allen Dingen. Hat alles bestanden, ist ein echtes Auto, kann mitfahren. Also das ist die seltene Chance und Möglichkeit, einen wirklich authentischen, echten 328 BMW zu kaufen mit diesem legendären Motor, wo man sagen kann, der ist echt. Die ganze Szene, gibt es ja eine Szene um den 328 herum, die kennen das Auto, sagen alle, der ist richtig, der passt es. So, also jetzt mal ganz kurz, das Tolle ist, ich habe das mal blau unterstrichen, da ist er einmal betreut worden, da steht die Geschichte drauf und von dem jeweiligen Besitzer, das war einmal Mr. Wo haben wir es denn stehen? Mr. Blumenfeld hat das Auto mal gekauft, dann ist es an Woodward gegangen und es ist alles beschrieben, alles erklärt, da sind auch sämtliche Rechnungen dabei. Dann hat sich derjenige damals die Mühe gemacht, hat sich hingesessen, hat aufgeschrieben, was wann passiert ist mit dem Auto. Und dementsprechend haben wir hier eine extrem dicke Akte, denn das hat glücklicherweise jeder Besitzer, ob das jetzt ein Amerikaner war, das sind die amerikanischen Papiere zum Auto, oder ob das ein Japaner war, das ist dokumentiert worden und zwar nicht nur schriftlich hier mit den ganzen Rechnungen auch, sondern es gab auch immer die entsprechenden Bilder dazu. So ist der Wagen hier mal in Frankfurt gekauft worden. Hier seht ihr das Vedo-Schild im Hintergrund. Fiat Simca 1951, 52. Also es ist wirklich toll. Das ist immer das Auto. Und ja, dadurch, dass man das alles verfolgen kann, ich zeige euch mal das hier. Der war dann bei Fraser Nash in Betreuung in New York. Da sind sämtliche Schecks, bezahlte Rechnungen. Alles, schaut mal das hier. Also es ist einfach toll. Und das hat glücklicherweise jeder Brief, jede Korrespondenz, jede Rechnung, alles was getan ist im Auto kann verifiziert werden, kann man nachvollziehen. Und das ist bei so einem Auto normalerweise so gut wie gar nicht der Fall. Und ich meine, das Tolle ist, es hat jetzt also 7 oder 8 Besitzer gegeben seitdem. So, jetzt fällt der Stuhl um, jetzt kippe ich nach hinten weg. Moment. Vorsicht. Das ist jetzt doof, ja. Verschwindet jetzt gerade hier. So. Also jeder Besitzer, der das Auto hatte, die letzten Jahrzehnte, und es gab also sehr, sehr lange Phasen
von Eigentum. Alles dokumentiert, alles aufgeschrieben. Es dürfte einer der echtesten und bestdokumentiertesten BMW 328 sein, die es überhaupt gibt. So, jetzt gehen wir mal ums Auto. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen. Jetzt habe ich euch erstmal gezeigt, wie die Aktenlage hier ist. Die ist einfach perfekt. Ihr könnt zum Beispiel sehen, hier, das sind noch die Originalplaketten. Das ist aus den 30er Jahren. Die Sachen, die man heute bei restaurierten Autos findet, die sehen nicht mehr so aus. Das sind die richtigen. Guck mal hier, richtig toll alt. Dann hat er hier genau das Gleiche. Er hat Zentralverschlussfelgen mit den Lochrädern. Es gab ja verschiedene Versionen seinerzeit. Ist wie gesagt 3-mal die Mille Miglia erfolgreich mitgefahren. Also wenn jetzt jemand sagt, er würde gerne Mille Miglia fahren mit dem Auto, da ist der Wagen bekannt, da bekommt ihr sofort eine Zulassung. Könnt mitfahren. Ich schaue da jetzt mal runter. Man macht den übrigens so auf, Haken runter, dann zieht man die Lederriemen nach vorne und dann macht man hier das Auto auf. Schaut mal hier, guckt mal da rein. 3 Solex-Vergaser. Da hinten ist der Hammer, der Kupferhammer, um die Räder zu wechseln. Es ist wirklich alles vorne. Jetzt stehe ich ein bisschen in der Sonne. Hier ist die Maschine. BMW 328 Motor, 6 Zylinder, 2 Liter. Der hat einen super Sound, das werdet ihr gleich merken, wenn wir das Auto fahren. Die Maschine ist vor 30 oder 35 Jahren revidiert worden, ist in einem Top-Zustand, ist ja auch schon Mille Miglia mitgefahren, was auch toll ist. Guck mal hier, Originalplättchen haben wir hier vorne. Das ist halt das Richtige, was hier zum Auto gehört. Sowas ist ganz, ganz selten. Oft werden die dann nachgedruckt oder da lackiert irgendjemand das Auto in einer anderen Farbe, ändert dann die Farbnummer und meint dann, das ist dadurch echt. Aber das ist halt eben nicht so. Es ist immer wichtig, dass man die Originalplättchen von damals noch hat. Und wenn ihr beim BMW 328 die originale Nummer wissen wollt, wir haben jetzt starkes Gegenlicht, kann man nicht sehen, aber die steht immer hier unten. Das ist die richtige Maschine. Ich weiß nicht, ob Paul das jetzt hinbekommt. Das ist der Originalrahmen, der da drunter ist. Ist übrigens interessant, also viele haben dann den 319 Rahmen ja genommen oder 315, weil die baugleich sind und haben sich dann da 328 draus gemacht. Man muss nur eins wissen, wenn man den Durchschnitt hat bei einem BMW 328, dann sind die 328 Rahmen verstärkt. Ein bisschen schwierig, das nachzuweisen, das geht, aber ihr könnt immer, also wenn er dann oft einfach falsche Nummern reingeschlagen, heißt so, ich habe einen 328. Nein, nein, ihr könnt einen Rahmen untersuchen. Der 328 Rahmen ist durch die höhere Belastung etwas dicker. Und das kann man überprüfen und kontrollieren. Ein 319 Rahmen ist nicht ganz so dick. Der ist ein bisschen früher gebaut worden, etwas schwächer. Da sehen dann die Autos ganz genauso aus. Aber dieser hier ist eben, wie gesagt, komplett dokumentiert durch die ganzen Anbauteile, durch die Historie, durch Fotos. Also fehlt es an nichts. Und dadurch, dass da überall auch die Telefonnummern und Adressen dabei stehen, man kann das alles kontrollieren, überprüfen und nachvollziehen. Also sicherlich eine absolute Einmaligkeit, dass wir so einen Wagen hier in Beuerberg haben. Ich habe nur ganz, ganz wenig wirklich echte verkauft, die sind selten. Na gut, ich meine, der kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Ihr kriegt heute gute gemachte Autos, die werden ja in der Tschechei oder in verschiedenen Ländern, Polen und so aufgebaut, sind dann auch gut gemacht, so qualitativ, aber da stimmt es dann halt mit den Nummern nicht. Die kosten so um die 300 und so ein Auto, die werden gehandelt, ich sage mal zwischen 600.000 und 800.000, je nachdem. Aber Top-Geschichte, wunderschönes Auto. Ja, und was ich so schön finde, man weiß, wer das alles besessen hat. Das ist übrigens ganz interessant, unser Haus hier, ja, das ist von 1470, das kann Paul vielleicht mal zeigen. Wir wissen seit 1513, wer hier gewohnt hat, komplett. Wir haben hier von dem Hof hier die gesamte Geschichte, der ist praktisch angefangen im 100-jährigen Krieg, es war der Bauernkrieg, so alt ist dieses Haus schon. Und das könnt ihr so ein bisschen vergleichen mit dem BMW, der passt hier wirklich in unseren Hof rein. Hier wird er auch zu sehen sein, BMW 328, in diesem völlig authentischen Zustand. Sehr direkte Lenkung, das merke ich sofort. Er hat 4 Trommelbremsen. Wie gesagt, Auto der 30er Jahre. Einer der sportlichsten überhaupt. Hat ganz viele Rennen gewonnen, der Wagen, weil er so leicht war. Tolles Konzept. Hat eine sehr, sehr gefällige, offene Karosserie. Und hinter unter Sitzen kann man sogar Gepäck mitnehmen. Da ist jetzt der Reservereifen oben drauf. Aber wenn man den Sitz nach vorne klappt, da passt da hinten gut was rein. Und damit konnte man in den 30er Jahren tolle Reisen machen. Und es war ein Erfolgsmodell. Also mit 450 gebauten Autos war das eine ganze Menge. Ah, nach links ist der zweite Gang. Also Motor hört sich toll an. Auto ist schön laut, hat eine tolle Trompete,
Hier sind so kleine Ausstellfenster, damit man nicht so im Wind sitzt. Und ich merke, dass ich relativ tief sitze. Die Vorbesitzer müssen groß gewesen sein. Der Sitz, der ist auch so ein bisschen in die Karosserie reingebaut. Auto hat einen Roadster verdeckt, das haben wir jetzt aber nicht dabei bei dem Wetter. Die ganzen Instrumente sind die originalen Instrumente, schaut euch das mal an. Alles schön authentisch, so wie es gehört. Auch die ganzen Hebelchen und Schalter hier für Choke und Standgas und die ganzen Dinge, Beleuchtung, Winker, alles hier vorne. Ich denke, das war Bakelit seinerzeit, woraus man das gebaut hat. Hier vorne kleine Spiegelchen, wo man da hinten gucken kann. Also motormäßig fährt er gut, ne? Ja, man muss aber, wenn man bremst, schon ein bisschen zutreten. Oh, die haben sich jetzt aber erschrocken. Also BMW 328 fährt hier nicht so lang, nicht so oft lang. Ja, ab und zu gibt es mal Fehlzündungen. Also das Auto hat richtig Dampf, der hat richtig Power. Die haben ja so zwischen 80 und 100 PS. Man muss natürlich aufmerksam fahren mit so einem Auto, weil der hat die Technik aus den 30er Jahren, hat aber eine super Straßenlage. Ich glaube, das könnt ihr hören, der hat auch richtig Sound. Das muss in den 30er Jahren irre gewesen sein, so ein Auto zu besitzen, bei total leeren Straßen. Also er läuft ja super. Es sind doch wieder, guck mal hier. So, also laufen tut das Ding toll, das wissen wir schon mal. Aber man merkt, dass der Wagen auch im Einsatz war. Die sind ja immer gefahren mit dem Wagen, jede Menge Rennen und Pokale gewonnen, bis hin zur Mille Miglia 3-mal. Also wer Lust hat, mit dem Original BMW 328 an allen Veranstaltungen sofort genommen zu werden, wo man sich auch freut, so ein Auto da zu haben, dass er teilnehmen kann, der muss das Auto kaufen hier. Dürfte stauben, aber ist egal. Das Tolle ist, dass man bei so einem Auto, früher waren ja die Straßen oft so, aber das nimmt er gar nicht übel, er hat Blattfedern, geht wunderbar da durch. Man hat einen super Straßenkontakt und man merkt, dass er technisch in einem guten Zustand ist. Ja, hier vielleicht mal was zum Innenraum. 328 ist immer relativ eng. Bei dem ist das nicht so. Schaut mal hier. Die haben das so angepasst, die Sattler, dass der hier unten drunter passt. Und man sitzt sehr, sehr tief in dem Auto. Also der Sitz ist sehr viel tiefer als der da drüben. Hier passt ein 2-Meter-Mann rein. Das habe ich noch nie erlebt beim BMW 328. Super Platz in dem Auto. Dann die Türen gehen nach vorne auf. Das kennt ihr, glaube ich. Auto hat einen Holzrahmen. Das heißt, die Karosse ist auf einen Holzrahmen gedengelt. Das ist auch schon länger her, dass der mal gemacht worden. Der Wagen ist ja vor 35 Jahren mal restauriert worden. Aber das Auto hat absoluten Charakter. Das ist nicht so ein neu aufgebauter Wagen. Man merkt, der war immer im Einsatz. Vorne hat er übrigens auf der Haube überall die Entlüftung, weil der hat eine ziemliche Abwärme. Und er wird ja auch ziemlich gefordert. Also für die Zeit 2 Liter mit 6 Zylindern. Und das war einfach was. Was er noch hat, das sind Zentralverschlüsse mit den runden Felgen. Die sind relativ selten. Sind aber die Originalfelgen. Gab es damals auch so von BMW. Und ich meine, der Wagen ist absolut charakteristisch. Hat übrigens hier oben den Mille Miglia Aufkleber. Könnt ihr hier sehen. Der ist auch schon älter. Das Auto ist 3-mal die Mille gefahren. Erfolgreich.
Also wer Lust hat, Mille Miglia zu fahren, ich kenne das, ich habe das selber mal gemacht, mit dem Auto macht das einen Riesenspaß. Vor allen Dingen, es ist ja so, je älter das Auto ist, umso weiter seid ihr vorne am Start, umso mehr bekommt er auch mit. Also der Wagen hier ist relativ weit vorne, weil es Baujahr 38 ist. Das war eine andere Welt, das war eine andere Zeit, voll mit der Natur verbunden, mittendrin, musste Lenkrad gut festhalten, aber die Autos waren für schlechte Wegstrecke auch gemacht, deswegen auch die Mille Miglia. Damals haben wir die Hersteller gezeigt, was sie können. So, dann fahren wir da hinten hoch. Aber Auto vermittelt total Fahrspaß, schaltet sich toll. Also der Wagen fährt super und dass man mit dem Auto Rennen fahren kann, wie man das ja ab 1946, 47 gemacht hat, kann ich absolut nachvollziehen. Der ist leicht, der geht gut durch die Kurven, die Maschine hat richtig Power, macht Höllenspaß und er hat einen Sound, das ist absolut geil. Auto, Cargold, hundertprozentig. Das ist wieder mal eine Fahrt, die vergesse ich nicht. Das ist so ein tolles Auto, wie der läuft, wie der zu handhaben ist, wie der schaltet. Irres Ding, und man sitzt gut da drin. Cooles Ding. Auto. Also er macht so einen Riesenspaß, ein 328. Ist ja voll der große Wurf gewesen. War in den 30er Jahren der Sportwagen. Deswegen auch so oft kopiert und nachgemacht. Ein ganz tolles Konzept von Auto. Und macht dann richtig Spaß zu fahren. Der schaltet sich auch total einfach. Super sportlich. Hat er genug, mehr als genug.
der Motor auch gut. Hörst du das? Jetzt geht er richtig. Also jetzt stellt euch mal vor, so ein Auto mit Elektro. Da muss man lachen, ne? So ein Wagen mit Elektro ist ein Unding, geht gar nicht, ist unmöglich. Ja, der Witz ist ja der Sound an dem Ding. Willst du das mit Elektro fahren? Geht gar nicht. Ja, das war jetzt unsere Probefahrt mit unserem originalen und ganz echten BMW 328. Hat mir einen Wahnsinn Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan und ciao.